Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Council. Es ist ganz früh am Morgen. Ich trinke einen Kaffee und gehe mal zurück ins Geschehen an die Anlegestelle und freue mich, dass er gleich hoch ins Herrenhaus geht. Wir gucken mal. Ist ja schon ein bisschen her. Wir müssen ja noch ein paar Sachen untersuchen. Sind die ganze Zeit abgelenkt worden von irgendwelchen Leuten. Jetzt ist keiner mehr da. Nice. Mal sehen, was wir noch finden. Wir müssen ja unsere Mutter finden, die irgendwie verschollen ist anscheinend. Und guck mal, was hier noch so alles ist. Viel gibt es ja nicht. Aha. Gelee Royal. Okay, es gibt da so Elixiere, die man einnehmen kann, wenn man Konzentrationsprobleme hat oder so. Oder sich wieder heilen muss. Was ist das? Ah, Sternenhimmel. Er hat was gefunden. Hey, there's something not right about this floorboard. It's different from the rest. Ja, das hat er im Dunkeln natürlich gesehen. Wir gucken mal. Somebody replaced it recently. It looks like it's fixed pretty solidly in place. It's going to be tough to rip it out of here. Kann man trotzdem versuchen. Go Shit. for it. It's not coming up. I'll never manage it barehanded. I need something to lever it with. Aha. Hat er denn was? Mal kurz gucken. Inventar. Daraus werde ich jetzt auch nicht so richtig schlau. Was haben wir? Taschentücher. Das ist natürlich Mortimers Einladung. Verehrter Monsieur de Richet, ich schreibe Ihnen, um meine Verlegenheit bezüglich der Situation auszudrücken, in der ich mich befinde. Wie Sie vielleicht wissen, hatte ich Ihre Mutter, Sarah de Richet, vor einigen Wochen auf meine Insel eingeladen. Wir arbeiteten an gemeinsamen Projekten, die mit ihrem Orden zu tun haben. Ihr Aufenthalt hier verlief ohne besondere Vorkommnisse, bis sie gestern plötzlich verschwand. Ich will Sie nicht in Sorge stürzen, aber ich bitte Sie, so schnell wie möglich hierher zu kommen, damit wir Licht in diese Sache bringen können. Vielen Dank im Voraus, hochachtungsvoll, Lord William Mortimer, Marquis von Westfordshire. Okay, hier gibt es nichts. Mit dem Taschentuch kann man die Planke natürlich nicht rausreißen. Wir gucken mal, ob wir hier weiterkommen. Am besten wäre irgendwie so ein Brecheisen, ne? Kann man hier rein? Natürlich nicht. Locked. I'll never get it open barehanded. Ja, komm. Das geht? Ja. Das ist ja schon ganz gut, ne? There we are. Sehr gut. Und jetzt? Lass uns irgendwas zum Aufstemmen suchen. Für die Planke. Wir gucken mal. Das ist ja so ein bisschen so Point-and-Click-mäßig, dass man wirklich hier jede Seite absuchen muss. Ich finde es jetzt irgendwie ein bisschen dunkel. Ich hoffe, YouTube macht das nicht noch dunkler. Great. Honey. Honig. Das ist This auch... looks like a pistol case, but it's empty. Oh. I don't know if this has Okay. anything to do with you, Mother, but if it does, at least now you're armed. Just Ja. like in my vision. And none of it's telling me anything useful. Also, die Mutter ist anscheinend bewaffnet. Das ist gut. Was haben wir hier noch? This wharf is used as storage for a lot of barrels. Dann guck mal. What have we here? It's cannon powder. Cannon Powder. Sehr gut. The powder's wet. Not surprising, given the dampness of the dog. It's unusable now. I don't know what the person who left this barrel like this had in mind, but it's a waste. Apparently, someone on this island has gone through a whole lot of trouble to arm themselves. I really must find you, dear mother, and quickly too. Ja, also, suche nach weiteren Hinweisen oder geht zum Herrenhaus? Nee, ich will ja diese Planke noch aufmachen. Da ist bestimmt irgendwas. Aber
Bernsteinstücke. Du hast gerade ein Bernsteinstück gefunden. Für je 4 Bernsteinstücke, die du einsammelst, steigt deine maximale Konzentration um 1 Punkt. Okay. Amber crystals. Vielleicht kann man seine Konzentration jetzt schon erhöhen. Ist eigentlich ganz cool gemacht, ne? Das sind die Leute. Karte, Characters, Talente. Aber wo ist mein Bernsteinstück? Ich glaube, so in Abständen kommt das Menü, wo man dann seine Punkte verteilen kann, die man eingesammelt hat. Behände mit Hä? Okay. Da haben wir ja noch keine Punkte. Keine Ahnung, wo. Ach so, Erdsternchen. Gelee Royal. Aha. Wir könnten das mal einnehmen. Können wir nicht. Braucht man vielleicht auch jetzt erstmal nicht. Keine Ahnung, wo das Bernsteinstück abgeblieben ist. Ich dachte, in jedem guten Point-and-Click hätte man jetzt ein Brecheisen gefunden. Für die Planke. Aber hier nicht. Gar nichts gefunden. Nur ein bisschen nasses Schießpulver, ne? Das bringt ja nichts. Na, mal gucken, was hier noch so ist. Vielleicht habe ich was übersehen. Kann er eigentlich... Er kann auch rennen. Okay, cool. Das ist gut. Hoffentlich kommt jetzt nicht wieder einer, der uns ablenkt. Ich gehe mal gucken. Ja, hier ist noch was. Okay, noch ein bisschen Gelee Royal. War hier nicht was? Naja, das Wasser glitzert hier auch so. Some rope. Apparently no one's touched it for a good long time. Ja, kannst du es nicht mitnehmen? Wahrscheinlich. Mal sehen, was war denn hier mit den Briefen? Let's see what's hidden inside. Mhm. Dann machen wir Let's das look. mal. Aha. Gucken wir mal. Karl Corey. Die Namen sagen It's uns too ja badly written. I nichts. can't make out the address. So. A letter written in an Oriental language. Mhm. Das kann er noch I nicht. have the slightest idea what it says. Ja. The address is 50 Bedford Square, London. Guckt er sich nur die Adressen an? Ja. The addressee's in Sao Paulo, Brazil. That reminds me, it's about time the order sent some envoys there. Briefgeheimnis, ne? Probably a Dutchman. Aha, okay. Wir sammeln ein paar Infos über die This Teilnehmer. envelope is meant for the Vatican. Oh. Apparently this letter is meant for Pope Pius VI, born Giovanni Braschi. I wonder which one of these people is influential enough to write to the Pope in person. Der Papst, der in Rente geht. Aha. Ja? Samuel Ritter Dauchois. Mother, you test me even when you're not here. It's an anagram of Louis Moras de Riche. You wanted to Natürlich. write to me then. Let's see what's Mach inside this mal letter. auf. So, Dear Samuel, my stay on Lord Mortimer's island is going wonderfully well. As I find myself in such charming company, I plan to stay a few more weeks.
Would you be so kind as to send me a gift that I'd like to give to our old friend Manuel Godoy? I would be most grateful. I have been told that he's going to join us here soon. I would like to mark the occasion. Thank you in advance. Yours devotedly, Sarah Faustine de Richet. What is your game here, Mother? What are these strange turns of phrase? Never heard you speak like that. What's going on here? That you write to me under a pen name, okay. But here you go even further, by trying to avoid raising any suspicions should anyone else read it. I wonder if this Godoy is the person you came looking for. Think! Godoy. Manuel Godoy. Why does the name sound so familiar? Das hätte ich gerne. I'm Geht guessing nicht. he's a man of some importance. Spanish, I'd say. But just can't put a face to him. Well, hope we meet to talk about it soon, Mother. I don't know what you've gotten yourself into this time, but I'll bet you've got a lot to tell me. Okay. Infos. Manuel de Godoy. Kann man sich ja mal merken. War ja nicht das Boot? Bisschen absuchen. Ich würde ja so gern zum Haus hoch. Hier ist ja nichts mehr, ne? Das Boot kann man nicht rein. Ne. Kein Brecheisen für uns. Mal sehen, was hier ist. Ah, da ist noch was. A sack of seeds. It's unopened. No one seems to have used any. Da liegt was. Geil. Aha, zum Aufhebeln. Na komm. Looks like a bar from an old gate. This miserable old bar has been broken fairly recently. The edges are still clean, and the tip is blackened. Without analysis to the contrary, I put my money on cannon powder. Super, This nimm might mit. just come in handy. Ja. Okay. Na, endlich. Da können wir doch jetzt mal gucken, was mit dieser Planke ist. Wo war sie denn? Hier? Ja. Da bin ich aber gespannt jetzt. That does it. Let's see what's hidden inside. There's a book and also a bag. The Mysterium Cosmographicum. I know that book well. Mother used to read passages from it to me all the time. And judging from what I can see, it's the same one as hers. For crying out loud, what's happened to you, Mother? Manuskripte. Mit Manuskripten kannst du dich während deines Abenteuers weiterbilden. Zu Beginn jedes Kapitels legst du fest, welches Manuskript du lesen willst und erhältst dafür permanente Fertigkeitenpunkte. Aha. Okay, Let's look das machen inside wir the später. bag. A little food, a few toiletries, a small key, and some kind of black powder. Aha. Ah, mal gucken Some wir mal. fruit, a piece of bacon, and some bread. The fruit's still firm. Bread's a bit stale. Ja. From the smell, this food's been here roughly 2 days. And if it's rationed, there's enough left to last 2 more days. Aha. Was haben wir noch? Those are definitely my mother's things. I Unter recognize der her hairpins. Planke. This bag smells of her perfume. A piece of soap, some oils, and her powder puff. What does all this mean? Oh, oh. An iron Schlüssel. key completely rusted. Den nehmen wir mit. You never know. It might be useful. I hope Mother wasn't counting on it.
Genau. Kommt sie zurück und der Schlüssel ist weg. Right. Just in case, I'll take it all. I'll give it back to Mother when I see her. Yes. So, let's go through this. My mother's been hiding pieces of bread between the rotten boards of a wharf in the middle of the night. That's not normal. And if that weren't enough, looks now like she's armed. Meanwhile, she also takes the time to send out letters, reassuring whoever might be interested that she's having a fabulous time here. So odd. So very odd. And that's not even all I've noticed. But maybe I ought to move on to the manor now. They'll be waiting for me. At least I hope so. Ja, jetzt wird's aber Zeit, ne? Okay. Dann gehen wir mal hoch. Was ist das denn hier? Treppe. Ja, endlich. How did Mortimer manage to build his manor at the top of a rocky outcrop? Impressive. Ah, my son. I was looking for you. What can I do for you, Your Eminence? I wanted to ask you. You are the son of Sara de Riche, aren't you? You see, your mother and I were supposed to meet here on this very spot. I was supposed to hand her a very important envelope. But I haven't seen her. If only Mother had told me why she was coming here. Anyway, I ought to take the envelope. It might have something to do with her disappearance. Listen, if it will help, you can always give it to me. Während einer Konfrontation musst du durch mehrere Phasen gehen und dabei so überzeugt wie möglich bleiben. Konfrontationen wirken sich auf den Verlauf der Geschichte aus, daher solltest du bei Bedarf auch deine Fertigkeiten einsetzen. Oh je. Gut. Thank you, my son. I'll bear that in mind. I'd rather deal with her directly. Don't take it personally. Would you happen to know if your mother has arrived yet? Vergiss es, her mit dem Brief. Naja, vielleicht sollte man einfach... Certainly, Your Eminence. Mother got here some time ago. I was hoping to find her when I arrived, but given the hour, she must be asleep by now. Right. I shall see her tomorrow, then. By the way, Your Eminence, I wasn't aware you knew my mother. If you only knew, my son. I hold your mother in the highest regard. She has rendered great service to the church, and her help is invaluable. I hope that you will follow in her footsteps. If only she had told me where she was headed. Nonetheless, our exchanges have always been discreet, and I should like them to remain as such. If your mother wishes to speak to you about us one day, I will not mind if she does so. That is very commendable. But since we work together on a daily basis, it's surely just an oversight. Most certainly. You said you work together. What do you do exactly? Das geht nicht. If you know my mother, you will understand that I cannot answer you, Your Eminence. I'm sorry, but... Do not worry, my son. I perfectly understand, and I expected nothing less from you. Discretion and secrecy are both pillars of the organization. Ja, ja. You are the worthy son of Sarah. all the same, it bothers me to see you in a quandary, Your Eminence. Is there any other solution? Look, if it's of any help, you can always leave your envelope with me, and I'll give it to her as soon as I see her. I hesitate.
Up till now, we have always dealt with her in person, and that has always been successful. Do you think I should give it to you? Klar. Das kann ich nicht nehmen, blöd. Don't worry, Your Eminence. Your secret is safe with me. You know my mother's reputation. As her son, I will defend the de Richet's word with the same fervor. Kaum gibt's den Brief her. Nothing less. Listen to me, my child. If I give you the letter, can you promise me before God that no one other than your mother will read it? Klar. Letzte Phase. Musst du die Person, mit der du redest, überzeugen, indem du die passende Dialogoption auswählst. Ach, wenn du dich falsch entscheidest, wird die Phase so lange wiederholt, bis du die richtige Option wählst oder keine Fehler mehr möglich sind. Oh je. Naja, versuchen wir mal. Ich glaube nicht an seinen Gott. Your Eminence, that's just not possible for me. Why is that? I've always had a Cartesian mind, and I won't make false promises. I respect you too much for that. I spend my time trying to find logical and reasonable answers to problems which, at first glance, may seem supernatural. I'm not saying I don't believe in God as a concept. I just don't believe in the God of your sacred texts. Oh. And I don't want to lie to you. Even though your answer does shock me, my son, I shall only hear your honesty. Listen, let's stop there. I'm going to tell you a secret, Monsieur Derice. Your mother and I are organizing the escape of a large number of French priests who face a massacre organized by the accursed Republican tribunals. The church is literally being bled like a beast. Without your mother, hundreds of men of the cloth would have gone to the guillotine. She has made the services of your order available to us by organizing the priest's safe passage across the borders. Even if she does not share all our convictions, she always provided assistance. Young man, you can be proud to be her son. Be it only for her sake. Always respect your name. Here, Yay. the letter I spoke of. It includes a list of about 15 names ready for departure. Be quick. Remember to tell Sarah when you see her that time is short. Well played. I'll decide later when I'm alone whether to look at what it contains. Verborgene Elemente. Viele Hinweise und Gegenstände sind nicht sofort ersichtlich. Manche von ihnen wirken sich auf dein Abenteuer aus. Deswegen solltest du stets die Augen offen halten. Yes. Okay, das hat ja lange gedauert, aber war erfolgreich. Den Typ ein bisschen verarscht. Mal sehen. Hier geht's raus. Bevor ich da zu dieser Gruppe zum Kamin gehe, was dann wahrscheinlich auch wieder etwas dauert, gucken wir mal ein bisschen hier uns im Erdgeschoss um. Ich denke, dass man noch nicht nach oben kann. Na, das ist doch eine schöne Eingangshalle, ne? Riesige Bilder. Wow. Richtig geil. Zeus ist auch da. Oder wer ist das? Die sehen uns. Wir hätten mich ja gar nicht hier rumchecken. I've man da just eigentlich- arrived. It might be bad manners to go Ja. upstairs without being invited. Stimmt. Naja, okay. Jetzt ist er zumindest mal im Haus. Bevor wir zum Kamin gehen, beende ich die Folge hier. Erfolgreich den Kirchenheini dazu gebracht, den Brief abzuliefern. Den lesen wir dann gleich. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.